Moin Leute und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Wanderung auf der GTA. Solltest du den ersten Teil noch nicht gesehen haben, dann schau gern erst dort vorbei. Du findest den Link zum Video in der Beschreibung. Nachdem wir uns in den ersten 3 Tagen unserer Tour durch Regen, Gewitter, starken Wind und kalte Nächte geschlagen haben, hoffen wir jetzt auf Besserung. Aber nicht nur das Wetter war auf den ersten Kilometern herausfordernd. Steinige Wege, feuchte Wiesen und steile Auf- und Abstiege gehören wie auch die wundervollen Bergpanoramen zu unserem Alltag auf dem Trail. Für uns ist es wie immer ein großes Abenteuer und wir sind dankbar, es auf diese Art und Weise zu leben und erleben zu dürfen. Wenn du Fragen hast, lass es uns in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß auf den nächsten 70 Kilometern der GTA. Let me welcome you to Harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling feet, trapped inside a studio apartment. Wir haben wieder alles gepackt, werden jetzt hier diesen Weg entlang gehen. Dann sieht es vielleicht ganz leicht. Bis runter ins Tal. Erstmal bis zu diesem Ort. Da gibt es laut Guidebook auch eine Möglichkeit, vielleicht was einzukaufen. Vielleicht ein Baguette, Äpfel, Packung Nudeln. Mal gucken, was es gibt. Und dann von dort aus, sieht man jetzt schlecht hinten im Schatten, müssen wir dort in diesen Ort oder in den Ortseingang, um dann hier diesen Berg wieder nach oben zu gehen. Naja, wir schauen mal, was der Tag bringt. Sonne ist auf jeden Fall geil. Aussicht ist geil. Ja. Und das war unser Nachtquartier. Wir sind jetzt auf 1400 Meter Höhe, gepennt haben wir auf 1100, weiß ich gar nicht mehr, 50. Und das war da oben. Da sind wir jetzt hier runtergegangen. Da geht's jetzt hin. Trasquera. Und damit guten Morgen. Es ist, ich glaube, 10:20 Uhr. Wir sind schon ungefähr 800 Meter abgestiegen und jetzt auf dem Weg zu unserem ersten Zwischenziel nach Trasquera. Hoffen da auf ein kleines Lebensmittelgeschäft, um ein paar Sachen einzukaufen. Und auf der anderen Seite geht es dann nämlich heute schon wieder stark bergauf. Also heute werden die Höhenmeter richtig reinknallen. Und ansonsten haben wir recht gut geschlafen. Die Nacht war echt ganz gut. Komischerweise doch viel feuchter als gedacht. Also wir hatten schon relativ viel Kondensation im Zelt. Und in der Ferne hat immer mal wieder eine Kuh geläutet. Aber, und das war ein bisschen Schräglage im Zelt. Aber all das beiseite gelassen, haben wir doch ganz gut geschlafen. Und sind jetzt recht fit für den nächsten Tag. Die Sonne knallt ordentlich rein. Also ein paar mehr Wolken wären schon schön, weil es ist einfach schon wieder viel zu heiß. Naja, dann würde ich mal sagen, geht's für uns weiter. Ciao, ciao. Rivers winding round words in my head. Shivering pines say that summer is dead. Chest feels hollow and my hands are numb. Do my best to swallow all the things I've done. You break your back but you still don't have bread. You won't go back on the things that you said. You bleed your heart out and it takes every drop. Erstes Zwischenziel erreicht.
Weiter geht's zum Passo Variola, 3 Stunden 15. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Die Möglichkeit haben wir genutzt, um Wasser aufzufüllen. Schön nochmal alles voll gemacht, Haare gewaschen. Und dann kann es weitergehen. Schon seit über einer Stunde gehen wir hier den steilen Berg durch den Wald hinauf. Was haben wir ungefähr? So 600 Höhenmeter etwa. Also, das ist krass. Und das sind aber auch erst die ersten 600 Höhenmeter von insgesamt ungefähr 1600 Höhenmeter. Also gucken wir mal, bis wohin wir es heute noch schaffen. Wash me in the water and I'll never go back, even when I'm walking through the man pass. You can't trust a man 'cause he'll just let you down. Crooked and twisted, we grow from the ground. From dust we came in, dust we shall return. From dust we came in. Also da Richtung den Stein. Sieht gar nicht geradeaus. Dust we shall return. Wash me in the water and I'll never go back. Auch Tag 4 ist geschafft. Wir sind an dem Spot für die heutige Nacht angekommen. War ein wilder Tag mal wieder. Ich habe das Gefühl, jeder Tag ist wild. Der Abstieg war noch ganz in Ordnung. Zweimal auf die Nase gelegt, aber nichts passiert, alles gut. Und dann waren wir unten in Trasquera, haben dort ein paar Lebensmittel eingekauft und heute mal zu Mittag gegessen. Und dann ging es bergauf. Aber das war ja ein Aufstieg, das haben wir so auch noch nicht erlebt. Also zugewachsene Wege, Grünzeug bis zu den Hüften, feucht, nass. Und ich glaube, das waren jetzt um die 4 Stunden Aufstieg ungefähr. Also völlig wahnsinnig. Und der Plan war, entweder bis zum Pass zu kommen, das haben wir nicht geschafft. Der Pass ist irgendwo, naja, man weiß es nicht, irgendwo da oben. Und zwischendurch gab es einige Alpes und auch noch eine Biwakhütte. Und diese Biwakhütte haben wir tatsächlich gefunden und sind jetzt hier. Eigentlich ist ja nicht nur eine Biwakhütte, das ist ja ein ganzes Areal. Und haben uns dann einfach entschieden, wir schlafen heute in der Biwakhütte und machen es uns hier einfach ein bisschen gemütlich. Ist fast schon luxuriös heute. Also eine ganz schöne Geschichte. Wir wussten halt nicht, es gibt eine Biwakhütte, aber es hieß, die ist privat und geschlossen. Aber alles drin, Gas, Wasser, wir können hier kochen, wenn wir möchten. Obere Etage, da ist dann eine Ebene zum Schlafen. Und ja, das machen wir so. Dann sparen wir uns ein bisschen Zelt aufbauen. Vor allem haben wir die Befürchtung, dass es hier heute Nacht auch sehr feucht wird, so wie es hier aussieht. Und hier geht es noch weiter. Quasi eine kleine Führung durch den Garten. Und hier werden wir jetzt gleich nämlich ganz lecker essen. Wir haben ja, wie schon gesagt, im kleinen Lebensmittelgeschäft eingekauft. Und deswegen wird es heute geben leckere Hirschsalami. Wir sind gespannt. Du hast bestimmt schon gekostet? Schmeckt Natürlich. Gut? Baguette, Tomaten, wir haben Olivenöl, wir haben Salz. Und wenn da noch Hunger ist, was bestimmt da ist, kochen wir noch irgendwas. Und vom Mittagessen hatten wir noch Lasagne übrig. Die haben wir auch mitgenommen und gerade gegessen. Ja, und jetzt lassen wir es uns einfach gut gehen und genießen den Abend, entspannen noch ein bisschen. Ja, und dann würden wir mal sagen, sehen wir uns morgen, wenn es die restlichen Meter bergauf geht. Gute Nacht.
Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Well, your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Da geht's hoch zum Wasser. Are the earth, and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Good morning an Tag 5. Wir haben soeben den Passo di Variola erreicht. Wir stehen auf 2235 Meter. Es ist 9:51 Uhr. Haben jetzt ungefähr Stunde 20, Stunde 30 bis hier hoch gebraucht. War wieder ordentlich anstrengend, aber ja, wir sind an Tag, was habe ich gerade gesagt, an Tag 5. Wir sind schon gut im Training und von dem her alles gut. Und was schon wieder für eine geile Aussicht. Und wir glauben, dass wir diesen Berg letztes Jahr auf der Haute-Route bereits von der anderen Seite gesehen haben. Ja, und wie man hört, ist es ordentlich windig. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich auch schnell wieder den nächsten Abstieg antreten. Also dann, bis später. Ciao. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world Say, why inside? would you look outside yourself when you have all of the world Why would inside? you look outside all of the world Your inside? mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates a horizon. Your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world Why inside? would you look outside yourself when you have all of the world Why inside? would you look outside yourself when you have all of the world Why would inside? you look outside yourself when you have all of the world inside? You know, you can feel it when you look inside. You know, you can feel it. It's no surprise. So, Tag Nummer 5 ist geschafft. Wir sind hier am Refugi Marigonda auf 1823 Meter. Zum zweiten Mal am heutigen Tage. Aber dazu gleich mehr. Ja, wie fing der Tag an? Erstmal noch mit dem restlichen Aufstieg zum Pass. Der war echt eigentlich ganz cool. Super feucht. Wir hatten sofort nasse Schuhe, nasse Socken, alles zugewachsen, wie eigentlich auch schon gestern. Dann nochmal über ein paar Boulder. Das war super cool. Ja, und hatten dann den finalen Aufstieg in einer Stunde 30 ungefähr gemeistert. Und ja, waren froh, dass wir oben waren. Und haben ja da auch ein bisschen die Aussicht genießen können. Dann sind wir eigentlich den gesamten Tag an einem Berghang entlang gelaufen. Also etliche Kilometer, 19 Kilometer heute insgesamt. Und zunächst durch trockene Wälder, dann wieder über super heiße Wiesen, über viele kleine Streams. Und das hat sich den ganzen Tag so hingezogen, hatten dann jetzt mittags auch nochmal eine Stunde Pause gemacht an einem
Fuji. Das war scheinbar aber irgendwie so ein krasser Hotspot für irgendwelche Tagestouren. Der Parkplatz war voll mit bestimmt an die 100 Autos. Aber nichtsdestotrotz hatten wir dann ein bisschen Pause gemacht und uns auch nochmal ein paar Baguettes bestellt, die wir jetzt gerade heute Abend gegessen haben. Ja, und irgendwann waren wir hier am Fuji oder am Biwak schon angekommen. Das war eher nur so eine Zwischenstation, um Wasser aufzunehmen. Sind dann noch mal eine Stunde weiter zu einer weiteren Hütte und hatten gehofft, dass wir dort schlafen können. Das hat aber leider nicht geklappt. Also es war da einfach alles so uneben. Wir sind jetzt wieder zurück am Biwak und ja, haben jetzt gerade uns gewaschen. Wir haben hier zum Glück eine Wasserquelle, haben gegessen, kochen jetzt auch noch mal ein paar Nudeln mit Thai Curry. Ja, und schlafen dann hier wieder im Biwak, leider nicht im Zelt, aber das ist hier einfach ein schwieriges Gelände. Und wir sind auch noch nicht über 2000 Meter, das heißt, hier ist die Vegetation auch nochmal anders. Haben auf jeden Fall ganz guten Ausblick und ja, werden jetzt hier einfach den Abend genießen, das Beste draus machen. Und ich sag mal so, für morgen kennen wir ja dann jetzt schon den Weg, geht dann ein bisschen schneller. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt schon den ersten Kaffee. Wir sind seit 20 Minuten wach. Ich glaube, es ist 6:30 Uhr. Und wir genießen gerade den Sonnenaufgang. Ja, und bereiten uns quasi seelisch und moralisch darauf vor, den gleichen Weg von gestern jetzt nochmal zu gehen und dann schnellstmöglich über den Pass zu kommen. Ja, geschlafen haben wir gut und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Prost. Das ist der erste Pass. Und man sieht hier unten so ein leichtes Sechseck. Da wird es für uns irgendwo hochgehen. Wir sind gespannt. Ist auf jeden Fall ganz schön dolle schön hier mit dieser Morgensonne. So, das ist die Alpe Campo. Bis hier waren wir gestern schon. Und das ist der Schafstall. Und wir hätten theoretisch oben schlafen können, aber so richtig war das nichts für uns. Ja, und stattdessen sind wir komplett bis dort unten hingelaufen, weil wir dachten, das sieht doch da total super und eben aus. Ja, nein. Das ist alles zu hoch gewachsen und viel zu uneben. Löcher, also das war schon eigentlich auch ein ganz schöner Kraftakt, da überhaupt lang zu laufen, ohne irgendwo stecken zu bleiben oder sich auf die Nase zu legen. Ja, und dann sind wir hier nochmal lang, bisschen den Weg zurück, haben hier in dieser ganzen Region geguckt, bis dort oben hin. Ob es da irgendeine Möglichkeit gibt zum Schlafen, aber gab es nicht. Und von da aus sind wir dann wieder zurück zum Biwak gegangen. Und jetzt geht der Weg da lang. Also man sieht keinen, aber wie immer werden wir uns durchschlagen. Ja, wir sind kurz vorm Pass und wir sehen hier nochmal ganz schön, wo wir hergekommen sind. Wir sind hier diesen gesamten Berg entlang. Dann ungefähr hier an der Stelle sind wir in dieses Tal rein. Dann innerhalb dieses Tals eine komplette Runde. Den Hügel auf der Rückseite entlang und jetzt hier den Weg entlang bis hier hoch. Und es ist wunderschön. Wir hören nichts außer unserer schweren Atmung, weil es anstrengend ist, und die Murmeltiere und ein paar Vögelchen. Es ist einfach ein perfekter Morgen. Es ist so schön.
Tipptopp. Passo della Preia. 2327 Meter. Da sind wir gerade runtergekommen. Der letzte Pass. Hier entlang gehangelt und dann final hier noch, Wiese hätte ich fast gesagt, gekreuzt. Bis hierhin. 25 Minuten. So, da sind wir wieder. Mittagspause ist vorbei. Wir haben Stündchen 20 jetzt gesessen, was gegessen, was getrunken, uns kurz ausgeruht und jetzt geht es in die zweite Tagesetappe. Ja, vom Pass heute Vormittag sind wir erfolgreich runtergekommen. War ein super schöner Weg, also tolles neue Tal, was wir dort erblicken konnten. Sind so einem kleinen, mittelgroßen Stream gefolgt und dann über mal wieder ziemlich zugewachsene Wege ganz paar Höhenmeter runter bis an den Lago Alpe Cavalli. Alpe de Cavalli. Lago Alpe de Cavalli. Und dort haben wir, wie gesagt, jetzt auch die Pause gemacht und jetzt geht es weiter bergab. Bisschen entspanntere Wege, gerade so ein bisschen Straße. Final Richtung San Pedro, das werden jetzt noch ungefähr 2 Stunden sein und von San Pedro geht es dann wieder den Berg nach oben zur Alpe Campo. Da hoffen wir auf ein schönes Plätzchen für die Nacht und bis dahin gucken wir einfach mal, was der Weg noch so bringt. Wir haben es jetzt übrigens schon 14:49 Uhr. Und haben aber locker noch so bestimmt 10 Kilometer vor uns. Also der Tag ist noch lange nicht vorbei. Sonne knallt übrigens. Ja, ich würde sagen, Füße in die Hand und weiter geht's. Tja, Freunde. Nachdem wir gegen 4:30 San Pietro erreicht hatten, stand uns ja noch dieser lange Aufstieg durch den Wald bevor. 3 Stunden haben wir für die 1000 Höhenmeter bergauf benötigt und das war wirklich total anstrengend. Bestimmt 10 Pausen haben wir auf dem Weg nach oben machen müssen, um auch mal durchzuatmen. Und ganz ehrlich, irgendwie hatten wir auch echt überhaupt keine Lust mehr. Es war so anstrengend, dass wir das Filmen komplett vergessen haben. Vollkommen abgekämpft und müde sind wir oben gegen 7:30 angekommen und haben direkt unser Zelt aufgebaut, etwas gegessen und waren froh, dann endlich im Schlafsack zu verschwinden. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wir sehen uns hier zum 3. Teil wieder. Abonnier gerne den Kanal, damit du nichts verpasst. Und dann würden wir sagen, Happy Trails und gute Nacht. I wish I could stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait.